Willkommen bei meinem klassischen Workflow in meinen Stencil Art Projekten. An KI-Bildgeneration kommt ihr nicht mehr wirklich vorbei. Wenn ihr mehr zu dem Thema hören wollt, dann schaut euch doch oben in der Beschreibung das Video an. So, nun einmal ausgedruckt und eine ordentliche Portion Graphitkreide auf die Rückseite des Motives aufgetragen. Zack. Und schon beginnt der Durchpausprozess auf ein weiteres Blatt Papier. Wenn ihr mehr zu der Durchpaus-Methode erfahren wollt, dann ist oben in der Beschreibung ein Video verlinkt, in welchem ich ausführlich diese Technik vorführe. So, wollen wir mal schauen, wie es geworden ist. Bekommt ihr schon mal einen ganz guten Eindruck davon, wie die fertige Schablone aussehen könnte. Und jetzt geht es an die Schneidarbeit. Natürlich handgeschnitten. Für das Schneiden der Schablone habe ich ca. 4 Stunden gebraucht. Der schönste Moment eines jeden Schablonenschneiders, das Auflegen und Genießen und dann ordentlich Lack drauf. Ja, und das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was für euch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.